Howdy, hier ist CQ Jack Bauer und heute zeige ich euch, wie man mit Affinity Photo ein Wanted Poster im Wild West Stil erstellt. Yeah! Dieses Projekt habe ich auch schon mit Pixelmator gemacht, diesmal also mit Affinity Photo, denn hier gibt es einige Features, die mich wirklich überzeugen. Also, macht euch selbst ein Bild. Ich habe einige Dateien dafür geladen, und zwar die Hintergrund-Holzbeplankung, ein Stück Papier, einen Nagel und einen Cowboy. Die Links dazu habe ich in der Videobeschreibung gepostet. Im ersten Teil fange ich erstmal an, das grobe Layout zu erstellen, und im zweiten Teil geht es dann ans Design. Also fange ich mal an mit dem Layout. Zuerst der Nagel. Ich möchte also das Stück Papier durch 4 Nägel an die Wand genagelt bekommen. So, dazu werde ich es hier so positionieren, einfach hinschieben, wenn hier oben das Bewegungswerkzeug aktiviert ist. Und jetzt geht mit Command und J eine Duplizierung der Ebene. Also man sieht hier, eine zweite liegt oben drauf, die identisch ist. Ergo kann ich das einfach hier rüber ziehen. Das geht also ganz schnell. Das mache ich jetzt mit der genauso. Ups, die ist hier rüber gesprungen. Ziehe ich jetzt hier hin. So, und den letzten. Dann hätte ich das schon mal. Also ein kleines Stück noch nach außen. Das wären die Nägel. Die gruppiere ich erstmal gleich. Ich habe jetzt 4 Ebenen mit Nägeln. Ich markiere die mal. Oben und unten. Shift-Taste gedrückt halten. Dann sind alle markiert. Und drücke Command und G für Gruppe. Und dann habe ich die alle zusammengelegt. Nenne ich jetzt auch mal gleich Nagel, damit ich nachher noch den Durchblick habe. Jetzt möchte ich den Text schreiben. Dazu haben wir ein Textwerkzeug. Und jetzt ziehe ich einfach hier rauf den Buchstaben. Wenn man jetzt oben, ich will es nur nicht loslassen, wenn man oben auf die Toolbar sieht, sieht man schon jetzt, wie sich die Schriftgröße verändert. Also das finde ich schon mal gut, weil man dafür ein Gefühl jetzt schon mal bekommt, wie es später mal aussehen soll. Also ich mache es jetzt erstmal so und schreibe jetzt erstmal schon mal die Überschrift Wanted hin. Jetzt markiere ich den Inhalt und gehe jetzt hier auf Zeichen. Dann öffnet sich so ein Fenster, wo man lauter Feineinstellungen machen kann. Also zunächst einmal möchte ich natürlich eine Western-Schrift haben. Da habe ich mir die aus dem Internet runtergeladen. Jetzt hat man hier allerlei Einstellungsmöglichkeiten. Ich nehme schon mal, dass ich eine Unterstreichung haben möchte. Und ich möchte natürlich, dass es breiter rüber geht. Und das mache ich wie folgt. Das geht hier ganz leicht. Also man kann den Zeichenabstand und sowas alles hier verändern, ja. Aber es geht hier ganz einfach, indem man einfach zieht. Das heißt, man muss vorher nicht das Ganze in Pixel konvertieren, wie man es sonst machen muss, sondern man zieht es einfach und er behandelt es wie eine Grafik und nicht wie ein Font. Den gleichen Schriftstil nehme ich nochmal unten, also wieder Textwerkzeug, und schreibe jetzt hier unten die Belohnung hin. Und zwar halte ich für angemessen $50.000. Und natürlich Dead or Alive. Jetzt markiere ich den Inhalt hier drin und nehme die Anpassung vor. Also zunächst einmal die Textausrichtung zentriert. Dann ziehst du hier ein Stück rüber, wie eben auch. Jetzt möchte ich die Unterstreichung nicht. Die nehme ich dann mal weg. Und die Schrift mache ich mal ein bisschen kleiner, so auf 20. Ich ziehe mir das jetzt allerdings auf die Stelle, wo ich es haben will. So, das Ohr, das möchte ich ein bisschen kleiner haben. Also markiere ich es und wähle hier eine andere Schriftgröße, also ein bisschen kleiner. Jetzt möchte ich, dass es in der Mitte ist, von der Höhe her. Jetzt ist es ja unten einfach. Und es geht hier auch, indem ich einen Grundlinienversatz wähle. So bin ich der Meinung, es ist in etwa in der Mitte. Und damit wäre ich hiermit auch fertig. Und nun kommt noch, nach wem wir eigentlich fahnden. Naja, logisch.
nach mir. Also Jack Bauer und alias Lightning Gun. So, die Schrift ist jetzt viel zu groß, aber macht nichts. Das gleiche wie eben, wieder markieren, auf Zeichen klicken und die Größe einfach anpassen. Also erstmal schiebe ich es ein bisschen rüber. Finde das so schon mal. Und jetzt sieht man oben in der Toolbar schon, wie sich die Schriftgröße verändert. Also ich gehe mal jetzt mal deutlich runter, damit noch Platz für ein Bild ist. Sagen wir mal so. Ziehe es jetzt hier hin, markiere jetzt nochmal alles und werde jetzt Schriftstil verändern. Da habe ich mir den hier ausgesucht und mache das jetzt doch nochmal ein bisschen kleiner. Sagen wir mal so. So, das wäre der Text. Weg damit. Jetzt fehlt uns ja noch das Fahndungsfoto. Der Cowboy. Schiebe ich den auch erstmal, Bewegungswerkzeug jetzt nehmen, dann schiebe ich den auch erstmal in die Richtung, wo ich ihn hinhaben will. Jetzt verdeckt er mir alles, also gehe ich mit der Deckkraft runter, damit ich den Hintergrund sehen kann. Denn jetzt geht es nur darum, den hier so zu transformieren, dass er da gut reinpasst. Also erstmal ein bisschen gerade rücken, weil er so leicht in Rückenlage ist. Und ihn in etwa so hier reinziehen. So, kann die Deckkraft wieder hochsetzen. Jetzt erstelle ich eine Auswahl mit dem Rechteck-Auswahlwerkzeug und ziehe mir jetzt den Bereich, den ich auswählen will, hier rauf. Und zwar in etwa so. Dann gehe ich beim Anlegen einer Maske und dieser Bereich ist rausmaskiert. Ich kann die Auswahl abwählen beim Command und D. Und jetzt habe ich erstmal das grobe Layout und jetzt kann ich mich an die ganze Feinarbeit machen. Also nochmal die Schrift, die werde ich hier auch zusammenlegen, genau wie die Nägel. Zusammen markieren, Command und G für Gruppe und nenne es auch Text. Und gehe jetzt Punkt für Punkt durch. Also, ich fange nochmal an mit dem Papier. Das Papier soll ein bisschen plastischer wirken und dazu möchte ich hier einen Schatten anlegen. Ich vergrößere es mal ein bisschen, man es dann später besser sieht, was ich jetzt hier machen will. Diesen Schatten lege ich jetzt mit den Ebenenstilen an. Das kann man ja wie folgt machen. Man geht auf das FX und bekommt dann diese Auswahlbox. Hier klicke ich an Schatten. Der Schatten soll die Farbe schwarz haben. Mit der Richtung bin ich auch einverstanden. Und jetzt ziehe ich mir den Radius raus, bis ich zufrieden bin. Man sieht unten, wie er sich verändert. Ich mache mal nicht zu groß. Kann ich ja gleich noch nachjustieren. Jetzt kommt der Versatz. So, sagen wir mal hier so. Die Intensität. Ja, mache ich mal so. Reicht mir schon. Schließen. Damit hätte ich jetzt den Schatten von dem Blatt Papier. Im nächsten Schritt möchte ich das Papier noch ein bisschen älter aussehen lassen. Also es sieht ja schon ein bisschen alt aus. Besonders so an den Rändern. Es ist eingerissen und hat so dunkle Spuren, so Verwitterungsspuren. Und ich möchte es jetzt noch ein bisschen verstärken. Also so fast so, als wenn es eine Brandzehrung gäbe. Also es soll nicht wie ein Brand aussehen, aber eben das Ganze so ein bisschen älter werden. Dazu klicke ich jetzt mit der Command-Taste auf den Thumbnail. Da habe ich eine Auswahl von dem Blatt Papier erstellt, lege eine neue Ebene an. Die nenne ich jetzt mal Brand, auch wenn es kein richtiger Brand ist. Gehe auf das Pinselwerkzeug. Hier drüben suche ich mir jetzt einen Pinsel aus, irgendeinen erstmal. Farbfelder, schwarz. Jetzt finde ich ganz gut, man sieht hier schon eine Vorschau, wie der Pinselstrich mal aussehen würde, die Pinselspitze. Finde ich auch sehr praktisch. Jedenfalls muss er noch ein bisschen größer werden. Machen wir mal so. Jetzt gehe ich noch mit der Deckkraft runter.
Machen wir mal so. Und fange jetzt an, hier so ein bisschen über die Kanten zu malen. So, das sieht jetzt wild aus, aber wenn ich jetzt den Ebenenblendmodus verändere, und zwar auf weiches Licht, dann sieht es schon besser aus. Also, jetzt bekommt man schon eher ein Gefühl dafür, was ich eigentlich meine. Soll an den Rändern eben schon so ein bisschen abgegriffen aussehen. Also jetzt nicht so richtig Brand, das trifft es eigentlich nicht. Aber eben so ein bisschen verwittert. Ich mache das jetzt mal schnell. Wenn ich fertig bin, kann ich wieder abwählen mit Command und D. Nun möchte ich noch einen Schatten auf die Nägel legen, also hier an die Seite so. Also genauso wie bei dem Blatt Papier. Und das mache ich, indem ich auf die Gruppe gehe. Also ich habe ja alle 4 Nagelebenen, also alle 4 Nägel, zu einer Gruppe zusammengefasst. Und wenn ich jetzt auf die Gruppe gehe und dann auf die Ebenenstile, dann wirken sich alle Einstellungen auf die darunter befindlichen Ebenen aus. Also ich mache jetzt mal wieder einen Schatten. Ich nehme jetzt mal einen Radius, der nicht ganz so groß ist, weil die Nägel sind ja auch nicht ganz so groß. So, das reicht mir schon. Schließen. Und jetzt kümmere ich mich mal langsam um das Foto. Das sieht ja jetzt wirklich viel zu neu aus. Es soll ja verwittert aussehen. Dazu muss ich es jetzt ein bisschen älter machen. Also ich gehe auf die Fotoebene und werde jetzt erstmal so eine Körnung einbringen. So, es sieht ja wie druckfrisch aus. Ich zoome das mal ran und habe hier einen Filter. Rauschen, Rauschen einfügen. Damit kann ich jetzt das Bild körniger und somit älter machen. Also monochrom, soll später mal schwarz-weiß werden, obwohl es jetzt im Prinzip gerade egal ist. Und jetzt sieht man, wenn ich es aufziehe, wie sich es verändert. Also es ist natürlich eine Geschmackssache. Ich mache es hier mal so in diesem Bereich. Habe damit schon mal eine Alterung erreicht. Das nächste ist, ich möchte die Deckkraft ein klein bisschen reduzieren. Dass es ein bisschen blasser, ein bisschen durchscheinender wird. Jetzt setze ich den Ebenenstil auf farbig nachbelichten. Sieht jetzt natürlich gerade noch wild aus, aber es soll ja in schwarz-weiß werden. Also nehme ich jetzt eine Anpassungsebene. Hue, Saturation, Luminance soll das heißen. Hier ist also der Sättigungsregler und den ziehe ich runter. Dann habe ich ein Schwarz-Weiß-Bild. So, ich gehe jetzt mal wieder raus, denn was ist gerade passiert? Hier ist es so, wenn man eine Einstellungsebene anlegt, dann liegt die immer oben drauf. Und wenn die oben drauf liegt, wirkt die sich auf alle darunter befindlichen Ebenen aus. Ich möchte ja nur das Bild in Schwarz-Weiß haben und nicht den ganzen Rest. Also, das funktioniert hier so, man erstellt eine Schnittmaske und das funktioniert hier so, indem man sie einfach da reinzieht. Das war's. Jetzt ist es ein Schwarz-Weiß-Bild. Und der Rest hat wieder seine Farbe wie vorher. Jetzt habe ich hier noch zu viel dunkle Bereiche drin. Ich möchte das hier alles nur so ein klein bisschen heller machen. Das erreiche ich mit Gradationskurven. Also ich markiere das mal. Neue Anpassungsebene. Gradationskurven. Und werde jetzt überall den Regler ein bisschen hochziehen, dass es ein bisschen heller wird. Auch das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Und das Ausgangsmaterial ist nun mal schon recht dunkel. So, das reicht mir aber schon. Auch hier muss ich wieder beachten, dass ich jetzt die Ebene oben drauf zu liegen habe. Das heißt, es wirkt sich im Moment auf alles aus. Will ich ja nicht. Soll sich nur auf das Foto auswirken, also hier reinziehen. Jetzt möchte ich die Übergänge hier ein bisschen fließender haben und nicht so eckig. Dazu lege ich jetzt eine Maske an. Also erst das Bild markieren, eine Maske anlegen. Gehe auf die Maske, einen schwarzen Pinsel. So, dann muss man sich jetzt einen aussuchen. Nehmen wir mal den. Man sieht wieder ganz schön hier gleich, welchen Blendeffekt man hier hätte, welchen Maskierungseffekt. Ich werde jetzt hier die Kanten ein wenig wegblenden. So, das mache ich jetzt nochmal ganz schnell. Das würde man dann natürlich ordentlicher machen. Jetzt sieht mir das immer noch zu ordentlich aus. Ich möchte in diesem ganzen Bereich hier so leichte Kratzer, Knitter, also als wenn das Blatt Papier schon zigmal zerknüllt geworden wäre, reinbringen. Und dazu muss ich jetzt einen anderen Pinsel nehmen. Und zwar
bin ich hier auf den Karteireiter Pinsel und habe hier die Gruppe Einfach. Wähle mir jetzt eine andere Gruppe aus. Scratchy Grunge ist aus dem Internet geladen. Da gibt es zahlreiche. Ich habe mir jetzt also den ausgesucht und habe mir schon mal vorher ausprobiert, dass ich den hier nehmen will, den 582. Jetzt sieht man ja wieder hier schön die Vorschau. Das gefällt mir also ganz gut. Also kann ich den Pinsel gleich anpassen. Also so ist er mir viel zu groß. Ich gehe jetzt mal runter. Gehe auch mit der Deckkraft runter. Weil sonst würde ich ja komplett ihn rausmaskieren. Das will ich ja nicht. Ich will ja nur so eine Textur reinbringen. Und mache jetzt mal, man sieht jetzt schon in der Vorschau, ich gehe mal ran, dieses wilde Gekratze, genau das will ich, einmal draufsetzen. So, das mache ich jetzt an verschiedenen Stellen. Das sieht recht willkürlich kreuz und quer aus. Und damit hat man diesen Effekt erreicht, dass es aussieht, als wenn das ganze Blatt Papier so verwittert wäre. So, und das mache ich jetzt auch mit der Schrift. Brauche also den Cover nicht mehr, da bin ich fertig. Gehe auf den Text, lege hier auch eine Ebenenmaske an. Gehe ebenfalls auf diese Maske. Vorher gehe ich auch noch ein bisschen mit der Ebenen-Deckkraft runter, also sprich mit der Stärke der Farbe so, ja, dass sie ein klein bisschen durchscheinender wird. Und jetzt bin ich auf der Maske mit dem gleichen Pinsel und werde hier ebenfalls, ich gehe mal ran, so diese Kratzer reinbringen. Das gleiche hier oben nochmal, damit es eben nicht wie frisch aus der Zeitungspresse aussieht. Das wäre auch geschafft. Jetzt geht es mir nur noch um eine Kleinigkeit, die man jetzt optional machen kann, aber nicht machen muss. Gehen wir hier wieder aufs Bewegen-Werkzeug. Und zwar der Hintergrund. Der Hintergrund ist mir jetzt zu farbig und zu hell. Es lenkt mir ein bisschen zu sehr von dem Hauptmotiv, nämlich dem Plakat ab. Also gehe ich jetzt mal hier auf den Hintergrund, lege hier eine Anpassungsebene an, wieder die Sättigung, die drehe ich jetzt mal ein bisschen runter. Schauen wir mal etwa so. Im ersten Schritt und dann ist er mir noch zu hell, also eine nächste Anpassungsebene und werde es ein bisschen dunkler machen. Helligkeit, Kontrast und hier wieder mit dem Schieberegler ein Stück runtergehen. Machen wir mal etwa so. Und dann möchte ich noch eine Vignette machen. Und diese Vignette geht hier ganz leicht. Ich gehe nochmal auf die eigentliche Ebene. Dafür gibt es nämlich einen Filter. Man muss sie nicht sich selber erstellen, sondern man kann die sich hier erstellen lassen. Und zwar unter Farben, Vignette. Und schon hat man eine Vignette. Jetzt kann man sich die Parameter einstellen. Ich will es mal nicht ganz so intensiv machen, nur so angedeutet. Da reicht mir das hier schon. So, und fertig ist mein Fahndungsplakat. Die Jagd ist eröffnet. Howdy, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer CTU Jack Bauer.